In diesem Video lassen wir uns schon bei Tagesanbruch von schnellen Close-Out-Tubes zerstören, finden schnelle steile Wände, die nicht zumachen, trotzen starken Regenstürmen und versuchen trotz der immer größer werdenden Crowd die perfekten Wellen zwischendrin für uns rauszufinden. Das alles jetzt in einer Folge voller Licht und Schatten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es ist eiskalt, oder was heißt eiskalt? Es hat 12 Grad. Das merkt man jetzt hier, dass der Winter anfängt. Wir gehen bei 3 bis 4 Fuß und einer leichten Offshore-Brise bei komplett Ebbe surfen. Eine ziemlich schnelle, hohle, steile Sandbank. Die Wellen sind aber nicht ganz so groß. Daher wird das spaßig und mal gucken, was wir jetzt hier so reißen. Juh. Und natürlich machen wir uns für eine gute Session auch vorher warm. Wir machen einen Kreis. Hier guck mal, richtig schön die Taube. Ich habe keine Ahnung, wie es ist denn. Oberschenkel den. 7 Uhr. Kann das sein, der Neo ist ein bisschen schwach? Ja, der ist ein bisschen durch, der hat überall Löcher. Ich gerne 3/4. Ja, ich dachte, der ist uns schon so aufgeplatzt. Da habe ich den schon abgeschnitten, jetzt platzt er wieder auf. Jetzt habe ich meinen Autoschlüssel hier drin, ich hoffe, dass der nicht... Nicht, dass der Autoschlüssel weg ist. Ja, ja. Oh, ja, die geht schon. Jetzt reicht's aber schon. Mit einem gut gemeinten Warm-up und so warm, wie man bei 12 Grad nur werden kann, geht's dann mit vollem Hype ab ins Wasser. Und das Geile war, direkt nach dem Paddle-Out kriegt hier Andi seine erste Close-Out-Tube. Wir sind nacheinander rausgepaddelt und das war zufälligerweise so gut getimt, dass jeder von uns eine der nachfolgenden Set-Waves bekommen hat, ohne einmal im Line-Up vorher anhalten zu müssen. Mega schön. Auch wenn das jetzt vielleicht viele von euch nicht nachvollziehen können, aber ich würde immer den im wahrsten Sinne des Wortes Sprung ins kalte Wasser in der Morgendämmerung, dem sich noch 2 bis 3 Mal im warmen Bett umdrehen, vorziehen. Vor allem, wenn dieser Sprung ins kalte Wasser bedeutet, den perfekten Peak alleine mit guten Freunden zu surfen. Und wenn es nur für die ersten 20, 30 Minuten ist. Denn klar ist, auch bei so guten Bedingungen dauert es nicht lange, bis die Crowd angerollt kommt. Dadurch, dass zu dem Zeitpunkt absolute Low Tide war, sind die Wellen auf der Inside auf eine super flache Sandbank eingeschlagen und haben uns ordentlich verprügelt. Ein bisschen Sand essen von der Sandbank und dabei ordentlich Wasser schlucken bleibt natürlich nicht aus, macht aber überhaupt nichts, denn wenn der Hype so am Anschlag ist und wir uns gegenseitig anfeuern und immer weiter in immer kritischere Wellen reinpushen, macht natürlich auch gleichzeitig richtig viel Spaß. Und dann sind sie immer wieder dabei, die Wellen, für die es sich lohnt, mal was zu riskieren. Die Wellen, die gerade so offen bleiben, schön schnell sind und man trotzdem noch ein bisschen Zeit hat, einen Turn oder was auch immer in die Welle reinzuzimmern und sich ein bisschen auszuprobieren. Leute, wir haben inzwischen schon mehrere tausend wiederkehrende Viewer. Wir haben aber bisher nur 1%, die auch abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne den Kanal. Boah, Set. Voll auf die Sandbank. Also abonniert den Kanal. Da freue ich mich drüber, das ist eine Riesenhilfe. Und jetzt hier auch mit Regen. Zur Zeit der Session und auch in den Tagen schon davor zogen schwere Gewitterstürme mit starken Regenschauern über die ganze Süd- und Westküste. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir in einem richtig starken Wolkenbruch saßen. Zum Glück ohne Blitze und Donner. Ja, da ist sie doch. Da ist sie doch. Da habe ich schon ewig drauf gewartet, dass es mal so regnet. Das ist mega.
Bei so guten Wellen hat natürlich auch der Regen nicht lange dafür sorgen können, möglichst viele Leute noch vom Peak fernzuhalten. Und so wurde das Line-Up langsam immer voller, was sich gleich noch zeigen wird. Und wie wir dann versucht haben, Wellen in einem volleren Line-Up zu bekommen, sehen wir gleich. Da habe ich auch ein paar Gedanken dazu, die ich dann noch mit euch teilen möchte. Im Surfen gibt es ein ganzes Set an Regeln, die dafür sorgen, dass es nicht gefährlich wird, wenn viele Leute im Wasser sind. Eine davon ist, wer tiefer am Peak sitzt oder näher am Peak sitzt, der kriegt die Welle. So wie ich jetzt hier. Und er macht es genau richtig, er zieht zurück, weil ich eher auf der Welle war und näher am Peak war. Jetzt gibt es allerdings Spezialisten, die diese Regeln ein Stück weit missbrauchen und nachdem sie eine Welle hatten, direkt wieder am Line-Up vorbei, direkt zum Peak paddeln, wieder versuchen, so tief wie möglich zu sitzen, um sich die nächste Vorfahrt zu ergattern. Und das sorgt in der Regel, wenn so eine Person im Line-Up ist, dafür, dass die Stimmung erstens schlecht ist und zweitens, dass jeder versucht, ständig tiefer zu sitzen, was zu einem ziemlich kompetitiven Line-Up in Summe führt. An so einem starken Tag allerdings mit einem dicken Regenbogen, der Töpfe voller Gold an dessen Enden vermutlich hat, ist schlechte Stimmung eigentlich gar nicht möglich. Und für alle anderen Tage ist es guter Menschenverstand, den Peak miteinander zu teilen, aufeinander Acht zu geben und nicht immer direkt wieder zum Peak zu paddeln, um tiefer zu sitzen, selbst wenn man vielleicht die Fähigkeit hat. Ja, natürlich, aber unter Freunden und Ja, das stimmt. Das hat halt was mit Wirklichkeit. Meine persönliche Erfahrung ist, und deswegen bin ich da auch ein großer Fan von, das Glück das Einzige ist, das wächst, wenn man es teilt und deswegen Wellenteilen sorgt für gute Stimmung im Wasser, wird sich weniger reingedroppt. Wie seht ihr das? Seid ihr eher Team Me, Myself and I und Ego First oder Wellenteilen? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Licht und Schatten. Ja, genau. So nämlich werden die Thumbnails für die YouTube-Produktion gebaut. Ist ja klar, ne? Also kleines Behind the Scenes. Sowas erlebt. Ja. Total egal. Wasser sein ist immer schon 90%. So ist es. Damit erstmal rein ins Edit, bevor ich dann noch ein paar Gedanken teile, wie ich mit einem vollen Line-Up umgehe. Ab geht's. Jetzt vielleicht noch ein paar Gedanken, wie ich mit einem vollen Line-Up umgehe, an einem Tag, an dem es ein bisschen mehr los ist, so wie jetzt hier heute, auch wenn es noch nicht völlig voll ist. Zunächst mal versuche ich eigentlich volle Line-Ups zu vermeiden, aber wenn es nicht geht, dann ist, glaube ich, das Beste, sich nicht verrückt machen zu lassen, zu gucken, zu beobachten, wo die Peaks sind und je besser man Wellen lesen kann, desto leichter lässt sich auch mit einem vollen Line-Up umgehen. Und dann eben darauf achten, wo kommt immer wieder mal ein Peak durch, dann warte ich da auch geduldig, warte meine Gelegenheit ab und dann sind eigentlich immer genug Wellen dabei. Gerade an dem Beach Break, an dem die Peaks shiften, ist es ratsam, sich einen Peak rauszusuchen, eine Stelle zu merken, an dem ein schöner Peak vorbeikommt und dann sich gut zu positionieren. Und nicht vergessen natürlich mit den anderen zu teilen. Go, go, go! Freunde, abgefahren. Das war eine absolute Dream Session.
Regenbogen, Regen, richtig gute Wellen, kleine Close-Out-Tubes. Ja, was will man mehr? Der Tag kann jetzt richtig losgehen, voller Energie und ein bisschen was davon gebe ich euch mit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, ist kostenlos natürlich und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei, dann verpasst ihr es nicht. Ich wollte ja nicht mehr die Kamera heute Morgen mitnehmen, habe es dann zum Glück doch gemacht. Man weiß ja nie, was so passiert, entsprechend so überrascht. Ich bin überrascht, könnt ihr auch sein beim nächsten Mal. Also haut rein, bis bald.